Also, auch das Frühstück wird heute kalt. Ich glaube, man sieht noch nicht so viel. Es ist zwar jetzt eigentlich schon heller, aber es ist richtig schön hier gemacht im Camp. Hier sind Bänke um die Feuerstelle, was immer gut ist. Und da oben ist unser Zelt. Wir haben jetzt ein bisschen länger geschlafen, weil es gestern so spät war. Also ich glaube, jetzt ist es 7. Sonst wachen wir meistens was früher auf. Aber jetzt werden wir blitzschnell, nicht blitzschnell, aber eben schnell frühstücken. Wir haben auch zum Glück einmal Frühstück dabei, wofür wir keinen Kocher brauchen. Und dann gehen wir los und machen den Kaffee gleich irgendwo, wenn wir nicht im Wald sind. Und heute Nacht ist eine Horde Wildschweine um unser Zelt geschlichen. Nicht geschlichen, die waren laut. Pop-Tarts. Weg ist es. Oh nee, kein Wettrennen. Jetzt gibt es noch eine. Hier ist aber wieder ein bisschen mehr zugewachsen. Wir haben uns ja heute Morgen erstmal zu diesem kleinen Aussichtsturm hochkämpfen müssen, aber seitdem geht es hier so schön geradeaus auf so einem schönen Schlängelpfad durch den Wald. Und das ist total gut. Da haben die Muskeln irgendwie ein bisschen Zeit, warm zu werden und sich zu lockern. Und dann sind wir gespannt, wie der Tag heute so wird.
Ein kleines How to spül your Kaffeetasse on the trail. Man nehme etwas Wasser, schütte es in die leer getrunkene Kaffeetasse, spüle die Tasse mit dem Finger überall da, wo noch Kaffeereste kleben. Und dann, weil man ja mit dem Wasser haushalten muss. Prost. Es geht geradeaus. Schon die ganze Zeit. Ah, jetzt geht's wieder in den Wald. Aber es sieht auch erstmal nicht nach bergauf oder bergab aus. Das ist gut. Wir haben gerade mal gerechnet. Wir haben jetzt 10:30 und haben noch irgendwie 11 Kilometer von der Etappe heute. Und haben mal verglichen. Gestern war es so, dass wir irgendwann am Nachmittag, ich weiß nicht mehr genau um wie viel Uhr, aber da hatten wir noch 12 Kilometer übrig. Und zwar halt schon irgendwie späterer Nachmittag. Exakt gelaufen sind wir dann noch 14 und der Mike sogar, keine Ahnung, 16, 18, wie viel auch immer, weil der nochmal zum Wasser holen zurück ist. Also heute erscheint es uns jetzt erstmal im Vergleich zu gestern wirklich sehr viel entspannter. Zumindest haben wir echt für die 11 Kilometer jetzt einfach noch richtig viel Zeit. Und es geht auch gerade richtig gut. Ey Sarah, guck, was der Mike gefunden hat. Und gibt's nicht wieder her. Guckt sich das einer an. 12:30. Beste Mittagszeit. Und ein schönes Plätzchen für eine Pause. Wir haben unsere Mittagspause jetzt ein bisschen abgekürzt, weil das Plätzchen war zwar super schön, aber die Sonne kam rum und dann wurde es auch gleich ziemlich unerträglich heiß. Und jetzt haben wir gedacht, wir gehen weiter und gucken mal. Hier müsste jetzt im Tal theoretisch ein Bachlauf kommen, Der Bachlauf kommt definitiv. wo wir dann auch mal ein paar Sachen waschen könnten und so. Und dann machen wir da vielleicht noch mal Pause im Schatten und hoffentlich ist auch Wasser im Bach.
der Bach. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts, außer ein bisschen Matsch. Aber kein Wasser. So sehen die Bachläufe im Moment alle aus. Tja, nächster Versuch, auch nichts. Kein Tropfen. Schlussendlich haben wir doch noch Wasser gefunden. Mal gucken, wie wir das hier. Tatsächlich. Meine Haare sind gewaschen. Das fühlt sich unglaublich gut an. Ich hätte auch Lust, den Rest irgendwie ein bisschen zu waschen, aber das macht gar keinen Sinn, weil unsere Klamotten inzwischen so eklig stinken, dass selbst wenn wir sauber sind, die trotzdem noch stinken wie die Iltisse. Gerade kraxeln wir ein bisschen Querwald ein, weil wir wären sonst noch einen halben Kilometer in die eine Richtung gelaufen und hätten dann ungefähr einen halben Kilometer wieder fast in dieselbe Richtung zurück gemusst zu dem Trekking Camp. Und der Mike hat die GPS-Koordinaten. Und hier geht so eine schöne Schneise durch den Wald, wo wir das Gefühl haben, die könnte vielleicht direkt dahin führen. Und das probieren wir jetzt gerade aus. Dann hätten wir nämlich noch ein bisschen Weg gespart, weil jetzt sind die Rucksäcke wieder schwer, weil wir uns mit Wasser vollgeladen haben. Sieht auch so aus, als käme man da durch. Das Klohäuschen haben wir schon mal gefunden. Da kann das Camp nicht weit sein. Ach, wie cool. Oh, wie schön. Und wir haben sogar noch ein bisschen Sonnenschein hier. Das ist wie so eine Lichtung. Hier scheint noch die Sonne. Und Wasser! es gibt Wasser. Oh Mann, wie gut. Diesmal ist der Platz fürs Zelt auch richtig schön gerade. Das heißt, wir werden nicht die ganze Nacht hin und her kullern. Und es ist erst 3:45. Wir sind Zeit hier. fürs Kaffee trinken. Ja. Oh Leute, das ist so schön. 4:45, das Zelt ist aufgebaut, mein Schlafsack ist schon ausgerollt. Jetzt trinken wir erstmal Kaffee und dann ruhen wir uns aus und dann essen wir Abend und dann ruhen wir uns noch mehr aus und dann gehen wir früh schlafen. Das ist einfach nur schön. Guckt euch den blauen Himmel an. Das ist nicht die Freiheitsstatue, sondern der Versuch, Netz zu kriegen. Wir haben jetzt 8:03.
Es wird gleich dunkel. Ein bisschen Himmel sieht man noch. Und wir gehen ins Bett. Der Tag war heute echt kein Vergleich zu gestern. Viel einfacher, viel schöner. Trotzdem hat es uns zwischendurch überall wehgetan. Aber wir waren früh hier, konnten uns ausruhen, gehen früh schlafen. Und dann gucken wir mal, wie es morgen wird.